Und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld. Heute nach dem einjährigen Geburtstag, das heißt die Stadt wurde ein Jahr gestern alt, und nach den 6000 Abonnenten, auch hierfür nochmal vielen Dank, kommen wir heute zu einem neuen Stadtrundgang. Der letzte liegt ungefähr 3 Monate zurück, ich glaube sogar fast 4. Es hat sich einiges getan. Ich habe mir den Stadtrundgang mal angeschaut und einfach mal zu schauen, was eigentlich so in der Zeit passiert ist. Und es ist wirklich viel passiert. Deshalb werden wir heute nochmal uns die ganze Stadt in diesem Video anschauen. Zum einen einfach mal, um nochmal ein paar Details anzuschauen, zu schauen, was ich mir gedacht habe, was ich plane, oder auch einfach mal, um einen Überblick zu schaffen für all jene, die ganz neu hier in die Stadt kommen und vielleicht die ganzen kleinen Details, die ganzen Ideen gar nicht kennen, die hier so in der Stadt gebaut wurden oder geplant sind. Und deshalb machen wir heute Stadtrundgang August 2021, ein Jahr nach Baubeginn der Stadt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Und auch diesmal starten wir bei diesem Überblick über den aktuellen Stand der Stadt hier vorne im Brückenbereich. Die Brücke war ja ein größeres Projekt, wird aber ja demnächst ja nochmal umgebaut, weil wir ja angefangen haben dort hinten mit dem Bau der Straßenbahn. Dazu kommen wir später nochmal, und die Straßenbahnschienen werden auch hier über die Brücke gegeben. Das heißt, die Brücke wird in absehbarer Zeit nochmal umgebaut. Das heißt, hier kommen Straßenbahnschienen rein. Wir werden die Oberfläche durch das System nochmal ändern müssen, deswegen wird, denke ich, nicht ungefähr der größte Aufwand, aber es wird ein bisschen was dauern. Und was ich immer noch vorhabe, ist, dass ich den Flash hier irgendwo mit Licht auf die Straße, auf den Gehweg bauen will. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Ich bin immer noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wie ich es machen möchte, deshalb steht er jetzt immer noch einfach nur hier rum. Ob er auch vielleicht auf die Straße kommt, können wir mal schauen. Ansonsten, unter der Brücke hat sich jetzt nicht so viel getan. Das Schiff steht hier immer noch. Ist hier mit dem System von Illuminator Bricks mit den Konnektoren gemacht. Das heißt, ich kann es abnehmen. Ihr seht hier unten diesen Konnektor am Schiff und einen hier eingelassen im Boden. Und dann kann man das hier wieder reinstellen und es leuchtet. Was auch noch hier unten gemacht werden muss auf jeden Fall ist, dass wir hier die Welle, die hier vorne am Bug ist, auch noch hinten brauchen, also nach auslaufend. Und was ich auch noch überlege, ist, dass wir vielleicht noch ein paar Wellen einbauen, hier rund um die Felsen etc. Da könnt ihr gerne noch in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu denkt. Die Brücke hängt immer noch ein bisschen durch. Das Problem lässt sich ja wahrscheinlich dann lösen, wenn die Brücke umgebaut wird. Mit den Schienen dürfte auch noch ein bisschen mehr Stabilität reinkommen. Ansonsten hat sich aber hier am Flussbereich sehr viel geändert seit dem letzten Mal. Wir haben sehr weit nach hinten gebaut. Der Fluss an sich, die Wassermenge, die Wasserfläche ist fast fertig gebaut. Wir haben den Strand hinzugebaut und inzwischen haben wir auch unsere kleine Höhle hier unten. Da können wir ja noch mal reinschauen. Die ist auch beleuchtet. Die wird auch noch hinten ein bisschen weiter gebaut. Deshalb seht ihr da hinten noch eine Lücke. Da wird noch eine Kleinigkeit eingebaut. Ansonsten habe ich auch noch vor, dass wir hier noch vielleicht ein Schiff zumindest einbauen. Ich habe ja noch eins da, das noch gebaut werden muss und beleuchtet natürlich. Ansonsten brauchen wir allgemein noch deutlich mehr Beleuchtung in dem Bereich, weil hier ist ja eigentlich noch gar nichts beleuchtet. Habe ich aber auf jeden Fall noch vor. Und auch hier oben, der Weg hier wird dann noch fortgeführt hier entlang und dann hier weiter. Das wird auf jeden Fall auch noch gemacht. Der Felsen muss noch gebaut werden. Aber hier haben wir jetzt unser aktuelles Projekt, in dem wir in den letzten Videos ganz oft gearbeitet haben, der Strand. Die Idee ist, dass der Fluss hier eine Biegung macht, hier so ein bisschen rüber geht. Deshalb haben wir auch hier den Bereich mit dem Strand. Sollten wir irgendwann mal hier tatsächlich weiter bauen und hier das erweitern, es ist nicht ausgeschlossen, deshalb habe ich ja hier die die Technik Bricks drin gelassen, damit man hier theoretisch noch weiter bauen kann. Es gibt einen groben Plan, wie es hier weitergeht. Wir hätten dann auf jeden Fall ungefähr nochmal 2 Baseplates bis hier rüber, bis auf der anderen Seite auch die Steilklippe kommt und auf der anderen Seite stünden dann höhere Häuser schon, weil hier eben der modernere Bereich wäre. Das wird auf jeden Fall interessant, falls wir irgendwann in der Richtung weiterbauen sollten. Wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen. Worauf ich aber jetzt auf jeden Fall hier noch eingehen möchte, ist, dass wir natürlich auch hier die Autos und alles noch beleuchten werden. Wäre wahrscheinlich sinnvoll, das einzubauen, wenn wir die Brücke umbauen. Aber auch hier im Strandbereich ist jetzt einiges dazugekommen. Wir haben jetzt relativ viele Figuren. Ich habe noch einige übrig. Wenn der Strand dann hier noch weiter gebaut wird, werden wir hier auf jeden Fall noch weitere Szenen einbauen. Und auch die Felswand wird demnächst sicherlich fertig. Wie wir hier sehen, hier ist der Weg nach oben. Da kann man hier hoch zum eigentlichen Stadt laufen, beziehungsweise von der Stadt runter zu diesem Strandbereich.
Die Idee dahinter ist, dass der ja auch schon im mittelalterlichen Zeiten da war. Deshalb sehen wir hier noch ein paar Ruinenstücke von irgendwelchen Mauern etc. Teilweise sehen wir auch noch Mauerstücke im Fels selber. Der Weg führt hier hoch. Die Idee ist, dass der eigentlich mal auch komplett gepflastert war mit irgendwelchen Steinen. Wir sehen, je weiter wir nach oben kommen, desto gepflasterter wird die Sache. Hier unten wird es immer weniger. Es wird grüner, wir gehen irgendwann über zu bloßen Felsen und dann zu Sand. Dann haben wir hier noch unseren kleinen Drohnenpiloten, der steht hier oben und testet gerade seine neue Drohne, die hier über dem Strand hängt. Wir können mal ein bisschen hier runtergehen, fand ich ganz nette Position dafür. Und hier vorne sehen wir hier das Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Die Stadtmauer, die sich bis ganz nach da hinten erstreckt. Zusätzlich hier vorne der große rechteckige Turm, an dem momentan gearbeitet wird. Von der Seite ist es noch ein bisschen langweilig. Was vor allem daran liegt, dass wir in diesem kleinen Bereich noch eine Höhle einbauen werden. Eine Tropfsteinhöhle mit ein paar Fledermäusen. Es wird hier so ein bisschen schräg noch rübergehen. Das heißt, der Fels wird sich hier ein bisschen rübergehen. Auch sinnvollerweise eben, um dem eigentlichen Verlauf dieses Flusses so ein bisschen noch zu folgen. Und ja, hier sind wir relativ weit gekommen in letzter Zeit. Ich bin gespannt, wie das Ganze nochmal aussehen wird, wenn wir vor allem hier mit den Mauern fertig sind. Dann werden wir nämlich aus dem Blickwinkel hier noch einiges zu sehen bekommen. Und hier die große Bereich, letztes Video im 6000 Abo-Special, beziehungsweise im Einjährigen hatten wir ja hier angefangen, den restlichen Teil der Stadtmauer anzufangen. Das heißt, dieser gepflasterte Weg wird dann hier noch nach vorne gehen, dann hier so schräg rüber und hier hoch. Meine Idee ist unter anderem, dass wir hier vielleicht noch einen kleinen Graben einbauen und dann so eine Holzbrücke, einfach um da noch einen zusätzlichen alten Schutz mit eingebaut zu haben. Und hier kommt auf jeden Fall noch unser kleiner Spielplatz hin, der so als Verlängerung von dem ist, von dem kleinen Außenbereich hier vom Pariser Restaurant. Das seht ihr hier ja von hinten. Das ist der Hinterhof, an dem habe ich ja auch einiges gearbeitet. Wir haben hier den Joker, der so ausgebrochen ist. Und hier Commissioner Gordon, der ihn gerade gesehen hat und hier so ein bisschen hier Verstärkung ruft. Wobei wir noch hier diese Katze haben, die den Commissioner Gordon gerade erwischt hat. Und mal schauen, ob sie ihn verrät. Das Gebäude hier vorne ist immer noch im Bau. Ich habe es vor langer Zeit angefangen. Ich habe immer noch keinen 100%igen Plan, wie ich damit weiter vorangehen will. Ich habe jetzt ein paar Sachen digital ausprobiert. Wird auf jeden Fall interessant und auch die ganze Verkabelung wird in absehbarer Zeit jetzt endlich mal nach unten gehen. Momentan liegt die noch hier oben, weil wir auch die ganzen Häuser, die wir beleuchtet haben, wir haben das Pariser Restaurant und das Diner hier beleuchtet mit dem System von Illuminate Your Bricks. Und die Kabel werden demnächst noch nach unten unter den Tisch verlegt, damit das Ganze hier nach unten wandern kann und wir hier auch endlich mal schließen können. Wir gehen weiter zu dem Bereich hier vorne. Das Diner ist ja, wie gesagt, kennt ihr sicherlich, ein offizielles Set. Es wurde nur beleuchtet. Zusätzlich haben wir auch das Auto hier beleuchtet. Ist momentan hier aber noch per Kabel hier am Diner befestigt, sozusagen, um seinen Strom zu bekommen. Später werden wir es genauso umbauen noch wie hier mit dem Schiff. Und ansonsten hat sich hier am Diner nicht so viel getan. Ich habe es so eingerichtet, dass es tatsächlich kein weiteres Gebäude mehr gibt. Es ist ein Endgebäude, ist eigentlich ganz praktisch in der Richtung, weil man eben diese Treppe hier hat und auch diese Außenfassade in diese Richtung. Lohnt sich eigentlich tatsächlich, das so zu benutzen. Ansonsten habe ich noch hier hinten einen kleinen Innenhof gebaut. Hat sich angeboten, wir haben ja hier die Tür, die nach innen führt, die Hintertür. Und hier haben wir zwei Banditen, die eine kleine Meinungsverschiedenheit haben. Und da hinten noch ein kleines Gimmick, den netten Herrn da hinten in der Mülltonne kennt ihr bestimmt. Ansonsten könnte man grundsätzlich hier weitergehen, wenn hier nicht die Baustelle wäre. Die Baustelle ist ein Projekt, das eigentlich, glaube ich, schon seit dem, 4., 5., 6. Video existiert. Ursprünglich mal anders geplant, weil das ursprüngliche Layout anders geplant war, sollte hier eigentlich noch ein Gebäude anstehen. Deshalb haben wir hier eine relativ hässliche Betonwand. Damit werden wir auf jeden Fall noch irgendwas ändern. Ich bin aber immer noch nicht dazu gekommen, jetzt an der Baustelle endlich mal die ganzen Details einzufügen. Das machen wir aber in absehbarer Zeit, hoffe ich, endlich mal. Das heißt, wir werden hier drüben wahrscheinlich auch noch Fenster einbauen und noch Details einbringen. Der Kran, den ich seit fast einem Jahr ankündige, kommt hoffentlich auch bald mal. Und ja, ansonsten ist hier gar nicht so viel Interessantes sonst. Außer das Pariser Restaurant ist auch nicht groß verändert, außer ich gehe mal auf die andere Seite. Die Außenwand hinter der Küche sozusagen wurde verändert, um hier noch eine Tür einzubauen, damit der Kellner hier direkt in die Küche gehen kann, um hier drüben auf der Terrasse die Kundschaft zu bedienen. Die Terrasse ist komplett ein Neubau natürlich.
Das Muster der Planken werde ich auf jeden Fall, denke ich, nochmal ändern. Es ist beleuchtet und ja, ich bin ganz zufrieden damit, auf jeden Fall gefällt mir. Und hier hoch haben wir noch einen Weg, der nochmal oben in die Stadt führen wird, der nachträglich erst in die Stadt gekommen ist. Also in mittelalterlicher Zeit war dieser Weg noch nicht da, ist aber Teil einer Wanderroute, deshalb haben wir hier auch einen Wanderer. Diese Wanderroute führt eben sozusagen durch die Altstadt hier runter und ich denke mal hier weiter oder hier runter. Jedenfalls gibt es eine Wanderroute hier in der Brickworld, die wir vielleicht auch irgendwann mal mit Schildern versehen werden, damit auch die Wanderer wissen, wo sie hinlaufen sollen. Und damit hätten wir auch grundsätzlich diesen ganzen Bereich hier besprochen. Hier sehen wir noch eine kleine Geschichte mit einem Vater und einer Mutter mit ihrem Kind, die hier mit dem Wohnmobil unterwegs sind und hier angehalten haben, weil sie nach dem Weg fragen, diesen netten Herrn da im Overall. Grundsätzlich müssen wir das aber nochmal ändern, weil ursprünglich war es so geplant, dass der Bereich hier ist ja reserviert für Straßenbahnen, Taxen, Busse. Das hier ein bisschen ignorieren, das steht jetzt momentan nur hier drin, wird später noch in diese Richtung, also 90 Grad gedreht sein. Ursprünglich war es geplant, dass man hier reinfährt und hier wieder rausfährt. Das hat sich ergeben, dass das nicht so viel Sinn ergibt. Das heißt, momentan ist jetzt die Verkehrsführung wieder geändert. Das heißt, man fährt hier rein und hier raus. Deshalb ist das hier eigentlich ein Falschfahrer, weil er in eine Einbahnstraße falsch rum reingefahren ist. Das werden wir auf jeden Fall noch ändern in absehbarer Zeit. Ansonsten Polizeiauto und die stehen jetzt einfach nur gerade hier, weil hier Großbaustelle ist. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Hier vorne ist eigentlich ein Kreisverkehr geplant gewesen oder immer noch, das ist die Frage. Durch sehr viele Veränderungen im Layout in diesem Bereich stellt sich momentan die Frage, ob wir den Kreisverkehr hier wirklich behalten oder den Kreisverkehr an einer anderen Stelle, sobald wir die zweite oder dritte Erweiterung irgendwann mal, wahrscheinlich eher nächstes Jahr, planen wir den Kreisverkehr vornherein besser einbauen, denn so ist er eigentlich gar nicht mehr nötig, so wie das Ganze sich hier verändert. Aber Kreisverkehr ist auf keinen Fall vom Tisch, das wird auf jeden Fall auf einem anderen Tisch sozusagen gebaut. Und ansonsten haben wir hier noch eine gebogene Straße, auf die bin ich sehr, sehr stolz. Die Technik besteht hauptsächlich aus Plates und Tiles und die lassen sich dann so ein bisschen in Form bringen durch ihre Flexibilität und dadurch erreichen wir, dass wir hier eine gebogene Straße hinkriegen, komplett aus Legostein, ohne irgendwas dran zu ändern. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier vor. Hier ist der eine Eingang in die U-Bahn, denn die Brickworld ist mehretagig geplant. Dazu kommen wir gleich noch. Hier haben wir noch eine kleine Polizeistation und hier sehen wir auch, wie die Stadt eigentlich heißt, denn Brickworld ist der Oberbegriff für die ganze Welt, die hier geplant ist. Mal schauen, wie groß sie irgendwann wird. Und Brickgate ist diese Stadt hier, an der gerade gearbeitet wird. Sollte das ganze Projekt irgendwann deutlich größer werden, schließe ich jetzt nicht aus, dass wir irgendwann in einen ländlichen Bereich kommen, zum Beispiel, in dem noch andere Ortschaften gibt. Deshalb ist Brickgate eben die Stadt hier und vielleicht gibt es irgendwann noch andere Orte in der Brickworld. Hier ist der Aufzug, der grundsätzlich funktionieren würde, aber ich bin gerade dabei, ihn zu optimieren. Dazu gibt es vielleicht irgendwann ein Video, deshalb funktioniert er momentan auch mal wieder nicht hier im Video, aber eigentlich könnte dieser Aufzug über diese Knöpfe hier gerufen werden, würde dann hoch und runter fahren, die Türen automatisch öffnen. Dazu gibt es ein extra Video von vor langer, langer Zeit. Er ist dreietagig, funktioniert mit Mindstorms. Könnt ihr gerne mal in den älteren Videos schauen, wie das Ganze genau läuft. Es funktioniert auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich habe hier drin ein paar Probleme, die ich noch lösen möchte, damit es hundertprozentig funktioniert. Und die Sache, an der arbeite ich momentan mal so ein bisschen zwischendurch, aber ich glaube, dass ich es hundertprozentig erst lösen kann, wenn wir hier mal in einen anderen Raum umziehen. Und hier haben wir einen ganz guten Blick auf das Thema, was ich schon angesprochen hatte, und zwar die Mehrebenen, die Mehrebigkeit sozusagen hier in der Brickworld. Die Sache ist die, wir haben zwei unterirdische Ebenen. Eine hier oben ist eigentlich auch schon Teil der U-Bahn, aber hier oben kommt noch eine Art unterirdische Mall, die sich dann verbinden wird mit dem Bahnhof, der da hinten gebaut wird. Und hier unten haben wir den eigentlichen U-Bahn-Bereich. Da seht ihr auch hier schon ganz viele Leute, die warten. Hier die Fahrpläne und da hinten einen Prototypen für die U-Bahn. Die Idee ist die, dass wir hier einen Querschnitt haben sozusagen durch die Brickworld. Das heißt, hier drüben ist rein theoretisch ein weiteres Gleis. Das heißt, wir sind hier mittendrin auf dem Bahnsteig und wir haben hier diesen Querschnitt. Da stehen auch Leute in diese Richtung, die warten auf das imaginäre Gleis, das sich hier vorne befindet. Und ansonsten hier unten ist einfach einiges an kleinen Geschichten los. Wir haben hier den Bereich mit diesen Plakaten, der ist von hinten beleuchtet. Genauso wie das hier beleuchtet ist. Es
relativ einfach umgesetzt. Wir haben hier 2 LEDs und darauf kommt dann einfach dieses Modul draufgesetzt und oben drauf kommt dann noch ein Deckel, der sich einfach hier drauf legt und damit haben wir das hier schön beleuchtet. Hier seht ihr den Anfang einer Treppe und zwar ist der Sinn dessen, dass es hier eine Treppe nach oben geben wird, die hier hochgeht in den oberen Bereich und sagen hinter diesem Bildschirm. Dieser Bildschirm ist sozusagen eine digitale Werbefläche. Das Ganze, ich kann es euch mal zeigen, wir haben hier eine Öffnung, eine versteckte, die muss ich mal hier rauskriegen. Seht ihr hier, das ist eigentlich ein digitaler Bilderrahmen. Das ist hier einfach als Öffnung, damit man hier an die Knöpfe kommt. Der ist hier versteckt eingebaut hinter dieser Wand. Und darauf läuft einfach Werbung. Hier haben wir noch ein Boni-TV-Werbung drauf, sehe ich gerade. Unser Alza-Sponsor. Aber jetzt sehen wir hier auch, dass ein neuer Lego-Store öffnen wird. Und zwar im Brickworld Shopping Center. Das Brickworld Shopping Center befindet sich dort hinten im Bahnhof. Und dort wird auch in absehbarer Zeit ein Lego-Laden gebaut werden, der auch eben, wie gesagt, in der Eröffnung ist. Ansonsten ist hier unten leider seit langer Zeit nicht so viel passiert. Wir müssen langsam mal anfangen, darüber zu bauen. Da hinten wurde damals vor einiger Zeit der erste Laden begonnen, und zwar Dwarf Mountain ist so ein bisschen angelehnt an eben Elbenwald. Und zwar ist es so ein kleiner Nerdladen, in dem man eben alles Mögliche kaufen kann. Deshalb haben wir hier auch verschiedene Figuren in den Schaufenstern stehen, wie eben diesen Stormtrooper oder Gandalf und da hinten noch was anderes. Und hier noch, glaube ich, irgendwo Vampirfiguren. So viel hier unten, da muss ich echt wirklich, denke ich mal, in absehbarer Zeit weiterbauen. Wobei ich mir noch frage, ob ich das jetzt noch mache, bevor hier eine Erweiterung reinkommt oder nicht. Weil das natürlich ein größerer Aufwand ist, hier unten alles zu ändern. Hier unten ist alles noch mit einem alten System beleuchtet, und zwar eins, das ich selber gebaut habe, mit dem ich aber erstens relativ unzufrieden bin und es ist auch sehr fehleranfällig. Und es ist einfach auch dessen geschuldet, dass je mehr man hier beleuchtet, desto komplizierter wird die ganze Geschichte. Und wir werden das Ganze in absehbarer Zeit auch mit dem deutlich einfacheren System von Illuminator Bricks umbauen, damit das Ganze hier einfach ein einheitliches System ist und nicht mehr so ein Kabelwirrwarr ist. Denn wenn ich mal mit euch hier unter den Tisch gehe, seht ihr nicht nur das Kabelwirrwarr hier, sondern auch zum Beispiel hier unten. Da hinten sehen wir auch die Technik für den Aufzug. Also es ist ein Riesenchaos an Technik hier unten und das möchte ich eigentlich langsam anfangen zu vermeiden, denn je mehr hier noch reinkommt, desto komplizierter wird die ganze Geschichte und irgendwann findet man potenzielle Fehler einfach gar nicht mehr in dem Chaos und das muss ich auf jeden Fall ändern. So viel zu dem Bereich hier unten, würde ich sagen. Wir gehen jetzt einfach gleich mal da hoch. Dieser Bereich hier oben ist ein Bereich, der erst lange Zeit gar nicht bebaut wurde. Dann wurde er oft umgebaut und inzwischen ist er in einer wiederholten Art und Weise im Umbau. Deshalb liegen hier drüben auch relativ viele Teile von der Straße. Ihr seht hier noch Busschilder oder ein Taxischild, das war einst auf der Straße. Aber durch den Input von euch aus der Community gab es irgendwann den Impuls dann doch zu sagen, wir bauen eine Straßenbahn auch doch hier noch ein. War im Nachhinein optisch gesehen eine gute Idee, aber planungstechnisch ist es wirklich ein kleiner Albtraum geworden. Ich habe hier auch nicht nur Lego-Schienen, sondern auch Schienen von Twix Bricks im Einsatz, einfach weil Lego eben nur eine Länge an Geraden und eine Kurvenradius anbietet, was natürlich mir überhaupt nichts bringt, wenn ich jetzt hier zweischienig um die Kurve gehen möchte und auch teilweise andere Elemente brauche. Da ist Twix Bricks wirklich eine ganz gute Lösung gewesen. Momentan ist es so, dass wir in dem Bereich schon mal was gebaut hatten. Das hier vorne ist einfach nur so eine kleine Schutzwand, Schallschutz, Abtrennung des ganzen Bereiches hier, wo die Taxen, die Busse und die Straßenbahn halten wird vom eigentlichen Straßenverkehr. Und kürzlich haben wir hier eine kleine Info eingebaut für Touristen. Innen drin ist noch nichts. Wir haben es aber glücklicherweise schon beleuchtet. Also nicht wundern, dass hier noch ein Kabel hier einfach über den Tisch gespannt ist und hier runter geht in einen potenziellen zweiten Eingang in die U-Bahn. Denn hier muss auch noch geplant werden, wie die Kabel verlegt werden. Und das wird in absehbarer Zeit in den nächsten Updates auf jeden Fall sich einiges noch hier ändern. Die Idee ist, dass die beiden Schienen, die von hier kommen, hier weiter um die Ecke gehen. Dann werden wir hier 2 Haltestellen haben für eben die Straßenbahn, wobei auch der Bus die eine mitbenutzen wird. Dort hinten kommen dann noch 2 weitere, denke ich, Haltestellen für den Bus. Die Taxen halten hier drüben, das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Und dann geht es hier mit den Schienen hier wieder raus, um die Kurve hier geradeaus und dann hier vor über die Brücke, wie ich das ja schon erwähnt hatte. Das ist eines unserer größeren Projekte momentan hier in der ganzen Brickworld. Und das wird auf jeden Fall noch einige Zeit und einiges an Nerven und vermutlich auch Geld kosten.
Ansonsten haben wir auch hier vorne angefangen, das Auto zu beleuchten. Also das seht ihr ja, es blinkt, weil es gerade im Linksabbiegemodus ist sozusagen. Wir haben hier eine Straßenlaterne, an der auch auf diesen Zebrastreifen hingewiesen wird mit einem Warnlicht. Was wir aber auf jeden Fall noch machen werden, das stimmt, denn auf dieser Seite werden ja auch Straßenbahnen fahren. Und das heißt, die Straßenbahnen haben ja rein rechtlich nach der Straßenverkehrsordnung Vorrang vor den Fußgängern. Wir werden das aber, glaube ich, noch ein bisschen ändern, dass wir hier noch eine Ampel einbauen werden, damit die Fußgänger unter Umständen jetzt nicht hier Probleme kriegen, beziehungsweise dass die Straßenbahn, wenn sie hier rausfährt, dafür sorgt, dass der Verkehr hier anhält, damit die Autos können die Straßenbahn hier ja auch nicht wirklich um die Ecke fahren sind, denn wenn wir hier stehen als Autofahrer, sehen wir die Straßenbahn ungefähr hier und das könnte zu Problemen führen und zu Unfällen, deshalb werden wir hier noch eine kleine Ampelanlage demnächst einbauen. Ansonsten sieht man auch hier sehr schön den Übergang zwischen dem neueren Bereich und dem Altstadtbereich, denn hier haben wir Kopfsteinpflaster. Ansonsten sieht man hier allgemein noch ein paar Szenen, kleine Geschichten, die eingebaut wurden. Die Dame hier versucht gerade ein entlaufenes Stinktier einzufangen. Fand ich eine ganz lustige Geschichte. Hier haben wir die Sigfig von Brick Parker, der gerade von der Polizei hier kontrolliert wird. Eigentlich ist es so, dass hier noch ein Polizeiauto steht. Das ist momentan nur zur Seite gestellt, weil wir eben hier am großen Umbauen sind. Und hier haben wir einen Mann in einem Dino- oder Godzilla-Kostüm, der eben Werbung macht für den Comicladen, der hier im Bahnhof demnächst noch eingebaut wird. Und hier ist ein zweiter Weg nach unten in die U-Bahn. Hier ist der Eingang, einer der 3 Eingänge in den Bahnhof. Das ist der barrierefreie Eingang mit der Rampe. Und ansonsten sehen wir, dass hier das Kopfsteinpflaster, das alte, hier noch komplett zu sehen ist. Es geht da hinten weiter, dann auch noch in die potenziell kommende Altstadt. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Und ansonsten sehen wir jetzt auch mal, dass das hier ist das ganze Bahnhofsgebäude. Das befindet sich auf 2x5 48er Platten plus einer weiteren Platte für dieses Eingangsportal. Das ist das große oder größte Bauprojekt derzeit hier in der Brickworld. Es hat schon locker über 100.000 Steine verschluckt und ich glaube 30 bis fast 40 Update-Folgen. Und wir haben noch nicht mal den untersten Stock fertig, aber dafür schauen wir gleich nochmal rein. Ja, hier vorne haben wir noch eine kleine Demo für, ja, ihr seht es, für Menschenrechte und für Frieden. Und ansonsten gibt es hier auch noch andere kleine Geschichten. Wir haben hier noch eine Litfaßsäule. Da hinten haben wir einen kleinen Arbeiter, der gerade ein Loch macht und nach irgendwelchen Rohren oder dergleichen sucht. Wir haben hier die Polizei, die so ein bisschen aufpasst auf diese Demo und die ein bisschen beäugt. Und das hier hinten, hier vorne, dieser kleine Klotz, ist noch so ein kleiner Zeitungsladen, wo die Leute hier, wenn sie jetzt irgendwie aufs Taxi warten oder ihren Bus, dass sie hier noch ein bisschen Zeitschriften kaufen können. Und hier befinden wir uns jetzt sozusagen auf der anderen Seite des Bahnhofs. Hier ist das Eingangsportal, wir sind jetzt hier hinten bei der Stadtmauer. Und hier ist auch der andere Eingang, der dritte Eingang, der zweite Nebeneingang. Der ist jetzt nicht barrierefrei, der ist noch nach dem alten System. Das heißt, wir haben hier vorne einfach die Kopfsteinpflaster mit ein paar Stufen. Hier kommt man sozusagen mit Rollstuhl etc. nicht rein. Aber hier ist auf jeden Fall der ganze Grünbereich schon mal sehr weit vorangeschritten. Hier ist der Felsen, an dem dann die Stadtmauer hochgeht. Die Stadtmauer ist hier auch schon ein bisschen beleuchtet, so indirekt. Wir haben hier einen kleinen Imker mit seinen ganzen Bienen, die er hier hat. Und hier haben wir, ja, Grünfläche mit sehr viel Grün, würde ich jetzt mal sagen. Ich versuche mal hier durchzuquetschen. Und dann sehen wir hier die Außenfassade des Bahnhofs. Wir blicken hier auf den kommenden Bahnhofsvorbereich. Hier ist der Rundturm der Stadtmauer. Das war eine sehr schöne Sache. Die hat einige Zeit gekostet, aber das Ergebnis gefällt mir für sich sehr, sehr gut. Wir haben hier oben noch einen Touristen mit einem Selfie-Stick. Fand ich eine schöne Stelle dafür. Und hier entsteht Teil der Stadtmauer. Das heißt, das hier ist das Eingangsportal und hier wird gerade noch ein größerer rechteckiger Turm gebaut und auf den Felsen und ja, das ist die Stadtmauer. Die Stadtmauer hat vor allem das Ziel, dass sie außerhalb des Grids sich befindet. Das heißt, wir haben hier sehr viele Formen, die jetzt nicht in den 90-Grad-Winkel von Lego stehen. Das sieht man jetzt hier schon sehr schön. Wir sehen eben den Rundturm, wir sehen das hier ist jetzt ausnahmsweise im 90-Grad-Winkel, aber hier sehen wir den eingestürzten Teil der Stadtmauer, der jetzt schon wieder in einem ganz anderen Winkel ist. Und hier sehen wir den Anfang der Altstadt. Das heißt, wir kommen hier rein, diese ganzen Wimpel hin hier, weil in der Altstadt, die hier gebaut wird, wird es ein Fantasy-Mittelalterfest geben. Und deshalb haben wir hier oben auch, ich bin gerade ein bisschen verwundert, weil hier oben gerade das Licht nicht komplett an ist.
Scheinbar ist hier irgendwo das Kabel rausgerutscht, aber eigentlich müsste diese Laterne und diese Laterne noch leuchten. Jedenfalls bezüglich des Festes haben wir dann auch hier diesen Gaukler und hier diese Dame in diesem Kostüm mit ihrem Eis, das sie gerade isst. Und hier oben, die Stadtmauer wird natürlich noch finalisiert, das heißt, hier oben muss noch was hin, wir müssen oben drauf noch pflastern. Wir müssen uns überlegen, wie wir diesen Knick hier am besten verstecken. Hier an der Stelle haben wir es schon ganz gut verstecken können. Die Idee, dass hier die Stadtmauer eingestürzt ist, hat den Vorteil, dass wir dann, wenn wir von vorne drauf schauen, hier in die Altstadt reinschauen können, ohne dass uns die Mauer im Weg ist. Das rein theoretisch ging hier mal die Stadtmauer weiter. Hier ist ein Aussichtspunkt, der auf den Trümmern eines weiteren Rundturms steht. Deshalb kann man hier so ein bisschen auf den Platz hier vorne schauen. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die hübscheste Aussicht, aber hat sich einfach angeboten. Und hier sind wir wieder auf unserem Wanderweg nach unten zum Pariser Restaurant. Rein theoretisch würde die Stadtmauer jetzt hier ungefähr so weitergehen. Und hier geht sie wieder nach oben. Hier haben wir einen Anfang auf der anderen Seite. Und hier haben wir ein tiefer liegendes Stadttor. Daran haben wir jetzt in der letzten Episode gearbeitet. Und dann sehen wir hier vorne wieder den Strandbereich mit dem eckigen Turm, der gebaut wird. Und es wird dann es wird dann hier einen Weg nach hier hinten geben. Dann werden wir hier vielleicht schon ein paar Häuser haben und hier noch eine Treppe oder sowas nach oben, die sich dann verbindet mit diesem Wanderweg. Und hier oben wird dann die Altstadt gebaut mit sehr vielen alten Häusern. Die Idee ist, dass hier im vorderen Bereich eine Art Marktplatz sein wird, den man von vorne dann sehr gut sehen wird, wo dann einiges von dem Fest zu sehen ist. Dann vielleicht hier noch eine engere Straße und hier eine engere Straße, dann alles gefüllt mit sehr eng gestellten Gebäuden. Und überall dazwischen wird dann das Leben dieses Festes pulsieren, sag ich mal. Und wir werden hier einfach von vorne einen netten Blick haben. Vielleicht wird es irgendwann in die Richtung weitergehen mit der Altstadt. Dann wird es vielleicht auch irgendwann eine größere Kirche geben. Aber die Kirche wird jetzt nicht im vorderen Bereich gebaut werden, denn Kirchen waren ja im Mittelalter eher im Stadtkern. Und ein Punkt, den die Brickworld hier als Fokus hat, ist eben auch, dass wir Realismus so weit wie möglich mit beachten. Deshalb sind auch die Maßstäbe hier bei vielen Sachen sehr viel größer. Einfach um hier mehr Realismus in das Ganze reinzukriegen. Unsere Stadtmauern sind sehr, sehr dick zum Beispiel. Die Türme sind sehr viel höher, als man sie von irgendwelchen Lego-Bauten kennt. Und ja, das ist Ziel der ganzen Geschichte. Und zum großen Abschluss dieses Rundgangs durch die aktuelle Brickworld kommen wir zum größten Projekt, dem Bahnhof, und fangen jetzt einfach mal von unten an. Ihr seht hier noch die Straßenbahnschienen. Und hier sind wir jetzt im Untergrund. Der Bahnhof hat grundsätzlich den Plan, auf 3 Ebenen zu stehen. Das heißt 2 überirdische Ebenen. Die erste überirdische ist relativ weit vorangeschritten. Hier seht ihr schon Anfänge der oberen Etage, auch inklusive der Fassade, die wurde schon auch angefangen. Und eine unterirdische Etage, in der jetzt vor allem hier der Bereich fertig ist, wo man hier durchschauen kann. Das könnte man hier von oben, kann man schön da runter reinschauen. Und hier ist ein Geschäft, und zwar ein Supermarkt. Da gab es eine eigene Episode dafür, könnt ihr gerne mal schauen. Ich bin immer noch sehr davon überzeugt. Ich werde aber den Boden in absehbarer Zeit nochmal austauschen. Das war auch Feedback von euch, denn es ist dann doch ein bisschen arg viel Beton hier sozusagen. Hier in dem Zwischenbereich, den wir überbrücken müssen, habe ich jetzt noch ein paar kleine Szenen eingebaut. Wir haben hier einen Versorgungsgang mit Rohren etc., wo ein Bauarbeiter oder ein Mitarbeiter gerade am Arbeiten ist. Hier ist alles ein bisschen verzerrt momentan, das muss ich nochmal lösen, weil wir hier ein Brick verrutscht sind, deshalb sind auch die Säulen hier schief, das muss ich in absehbarer Zeit endlich mal ändern. Dann haben wir hier noch ein Skelett, das aus einem kleinen Gang schaut, wo irgendwo jemand stecken geblieben ist, und hier neben dem eigentlichen Gang befindet sich hier noch ein kleinerer Gang, wo eine kleine Ratte rausschaut. Hier haben wir noch ein paar Rohre, die hier gehen. Wie gesagt, das ist alles ein Querschnitt, wie eben auch vorne bei der U-Bahn. Hier unten wird es dann so sein, dass wir hier, das hier ist der Zugang zu den Tiefgaragen, die hier hinten irgendwann mal vielleicht kommen werden. Und hier unten kommen dann weitere Geschäfte rein. Da hinten, wenn man noch ein bisschen rausschaut aus den Scheiben, sieht man schon weitere Scheiben. Da können wir mal kurz um die Ecke gehen, dann seht ihr auch noch mehr Kabelchaos. Das ist dann der Gang, der dann hier rüberführen wird in dem Bereich, der hier drüben angefangen wurde. Und ja, es gibt viel zu tun. Grundsätzlich wird das Ganze auch hier unten bis zum Ende des Tisches gehen. Das heißt, wir haben hier auch nochmal eine Tiefe von 5,48er Platten, und da wird es einiges zu tun geben. Unter anderem auch die unterirdischen Zugänge zu den Gleisen. Denn wenn die Brickworld irgendwann in absehbarer Zeit eine Vergrößerung bekommen wird, werden wir in diese Richtung vergrößern. Da ist momentan die Wand, das heißt, der ganze Tisch wird entweder in die Richtung rutschen oder wir werden in einen anderen Raum umziehen, und dann wird dort hinten die Gleisanlage entstehen mit, ich glaube, wir haben geplant 7 Gleise mit verschiedenen Bahnsteigen.
Dazu gibt es auch Videos, in denen das Ganze geplant wurde. Das wird dann eine sehr interessante Geschichte, denn wir sehen auch hier hinten schon den Anfang von Bahnsteig 1 sozusagen. Hier ist einer der Ausgänge. Hier drüben ist ein weiterer Ausgang. Und das Ganze haben wir auch nochmal da hinten, wo jetzt noch ein bisschen Chaos herrscht. Da hinten ist Ausgang Nummer 3. Und grundsätzlich gibt es eben unterirdische Gänge, wie man es eben so aus Bahnhöfen kennt. Dazu haben wir auch hier die Aufzüge, diese gläsernen, damit man eben auch barrierefrei nach unten und nach oben fahren kann. Zusätzlich gibt es dann diese Treppenanlage hier hinten und dann wird es hier in dieses Loch, da werden dann 2 Rolltreppen und eine Treppe nach unten führen. Das heißt, man kann direkt vom Eingang runter zu den Gängen, die dann zu den Schienen führen. Das ist dann sozusagen die Eingangshalle, das habt ihr gerade schon von der anderen Seite gesehen. Und hier entstehen dann verschiedene Geschäfte etc. Hier unten wird ein Pizzaladen entstehen, das Schild ist schon mal da. Hier oben war ursprünglich was anderes geplant, aber inzwischen wird es so sein, dass hier die Lounge für die erste Klasse entstehen wird. Hier drüben, wo noch nicht viel zu sehen ist, wird das Reisezentrum entstehen, was oben drüber ist, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber hier sieht man auch, dass ich eben sehr gerne runde Formen in die Brickworld bringe oder auch einfach Formen, die nicht typisch Lego sind, also 90 Grad Winkel. Das seht ihr hier sehr schön, aber auch hier oben an diesem geschwungenen Wegen. Ansonsten bin ich auch immer gut dabei, Leben in die ganze Geschichte zu bringen, denn Minifiguren müssen einfach sein und es werden hier deutlich mehr noch einziehen nach und nach. Ist natürlich zum einen ein Faktor, die zu bekommen, zum anderen auch der Preissache. Das heißt, ich versuche immer wieder mal Figuren zu bestellen, also wenn ich Steine bestelle, aber ich kann jetzt auch nicht einfach mal 100 Figuren bestellen. Wobei ich gerade ein ganz gutes Schnäppchen, glaube ich, bekommen habe bei eBay Kleinanzeigen. Findet man ab und zu mal ganz gut Figuren für 1 Euro das Stück. Damit lässt sich einiges machen. Grundsätzlich ist es so, dass der Bahnhof achsengespiegelt ist. Das heißt, eine Achse geht hier komplett durch die Mitte durch. Ich habe jetzt vor allem hier vorne gearbeitet, anstatt dort hinten, weil hier vorne komme ich besser hin. Hier vorne kann ich alles Mögliche ausprobieren und später alles nach hinten zu spiegeln ist einfacher, als jetzt da hinten zu arbeiten und nach vorne zu spiegeln. Grundsätzlich wird es aber so sein, dass es eben spiegelverkehrt dort hinten genauso aussehen wird. Hier unten hat sich aber schon einiges getan. Wir haben hier in der Mitte eine kleine Bude, die eben so Krabben und anderes aus dem Meer verkauft. Das ist auf Basis dieses einen Sets aus Hidden Side. Habe ich ein bisschen umgebaut. Ist aber grundsätzlich viel davon noch übrig. Ich sehe gerade, dass hier eine Figur umgefallen ist. Die Idee ist dahinter auch das. Wir gehen mal kurz hier vorne zum Fluss. Dieser Krabbenkutter hier, dieser kleine, fängt unter anderem übrigens auch das Essen, das dann hier verkauft wird. Dahinter haben wir einen Wartebereich für unsere Fahrgäste. Die können sich hier ein bisschen aufhalten. Da ist noch ein bisschen Werbung für ein Museum. Pantomime ist da. Da hinten sind ein paar Punks, die hier einen netten Herrn ein bisschen ansprechen. Und hier vorne, man sieht es nicht so gut von hier. Wir schauen mal von hier rein. Haben wir so einen kleinen Bricking Donuts Laden, der verkauft hier Essen. Ich sehe gerade, das Licht ist nicht richtig an, das heißt, hier ist der Konnektor irgendwie nicht richtig. Da seht ihr es. Da muss man mal schauen, was hier das Problem ist. Das Licht bleibt nämlich gerade nicht richtig an, aber das lösen wir auf jeden Fall noch. Ansonsten seht ihr öfters mal, dass hier auch Leute mit diesen Bricking Donuts Boxen herumkaufen, einfach um die Geschichte kongruent zu halten. Hier oben werden dann weitere Geschäfte entstehen, ist momentan Ablagefläche für meine Steine. Aber hier haben wir auch schon die ersten Geschäfte. Wir haben hier hinten einen Blumenladen, die ist noch komplett eingerichtet. Es gibt zu jedem Laden bisher ein eigenes Video, mindestens ein Video, in dem gezeigt wird, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier haben wir so einen kleinen Gaming-Shop und hier vorne einen Laden, der so Handys repariert, verkauft etc. Und hier vorne haben wir so einen kleinen Kiosk mit allem möglichen Zeitungen etc. Die Idee ist ja auch, dass wir hier vorne den Bahnhof sozusagen in diesem Querschnitt offen lassen, damit man eben hier reinschauen kann. Das gleiche wird oben passieren. Das heißt, hier kommt keine Fassade rein, einfach um reinschauen zu können. Und hier entsteht unser chinesisches Restaurant. Da ist auch schon einiges passiert. Beleuchtung fehlt noch, aber hier geht es auch ganz gut voran, würde ich sagen. Das chinesische Restaurant wird den ganzen Bereich hier auffüllen. Was hier genau passiert, weiß ich noch nicht genau. Weitere Ideen für Geschäfte sind alle vorhanden. Was auf jeden Fall sicher ist, dass hier oben über dem chinesischen Restaurant kommt der Lego-Laden, der von da vorne angekündigt wurde auf dem digitalen Bilderrahmen, auf der digitalen Werbeplattform. Und ja, im Bahnhof wird auf jeden Fall noch einiges zu tun sein, viel entstehen. Und das war es dann eigentlich schon so grob mit dem Durchblick, dem Überblick
über die Brickworld, den aktuellen Stand. Es hat sich doch einiges getan seit dem letzten Überblick. Und ja, da machen wir jetzt einfach nochmal hier eine Totale auf das Ganze. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Vielen Dank für eure Treue hier auf der Brickworld. Vielen Dank für die 6000 Abos, die wir jetzt geknackt haben. Ich glaube, 6040 sind es inzwischen schon. Also momentan geht es jetzt mal wirklich wieder hoch. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt auch gerne bei Instagram vorbeischauen, habe ich unten verlinkt. Da gibt es auch immer mal gerne was zu sehen, was man in den Videos auch nicht zu sehen bekommt. Auch Blicke hinter die Kulissen. Und dann bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer vielen Dank für alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim selberbauen. Bleibt gesund. Und wir sehen uns demnächst hier in der Brickworld. Tschüss.